Diese Linotype-Maschine wurde noch zu Lebzeiten Ottmar Merenthalers gebaut, der mit dieser bahnbrechenden Erfindung Ende des 19. Jahrhunderts die Welt verändert hat. Denn dank dieser Maschine wurde der Buch- und Zeitungsdruck revolutioniert. 7000 Stück sind praktisch in die ganze Welt zu damaliger Zeit bis 1899 ausgeliefert worden. Und somit hat jeder Verlag dringend seine Setzmaschine gehabt. Jeder hat nach der Setzmaschine gerufen. Der kleine Drucker, der große Zeitungsverleger, jeder brauchte die Setzmaschine, um schneller zu produzieren. Heute ist natürlich so, heute ist Fotosatz, jetzt geht es noch mal anders schneller, ne? Das ist klar. Ne? Aber seit bis 1980 hat man soweit praktisch die Setzmaschine gebraucht. Die Erfindung der Linotype revolutionierte das Drucken, denn statt dem bisher praktizierten Handsatz einzelner Buchstaben lieferte die neue Maschine ganze Textzeilen. Line of Types eben, auf Deutsch eine gegossene Zeile mit Buchstaben. Vorher waren Bücher durch den Handsatz natürlich zeitintensiv und relativ teuer. Mit der Maschine konnte man die Kosten enorm drücken und die ganzen Dinge deutlich günstiger herstellen. Zeitung für jedermann war dadurch möglich, weil einfach der Druck so schnell ging, weil die Matrizen wieder in Anführungszeichen so schnell an ihren Platz zurückkamen und sofort wiederverwendet werden konnten. Das war die Genialität der Erfindung des Ottmar Mergenthaler. Johannes Gutenberg hat mit der Erfindung des Buchdrucks um 1450 herum den Anfang gemacht. Ottmar Mergenthaler hat über 4 Jahrhunderte später erneut die Welt zum Staunen gebracht. Das ist der unheimliche Revolution gewesen, was der Ottmar Mergenthaler gebraucht hat. Schade, dass man den Mann nicht so kennt, wie zum Beispiel der Gutenberg als Erfinder der Buchdruckerkunst. Ne? Es ist wirklich schade, ja, dass man im Grunde hauptsächlich Johannes Gutenberg hier kennt. Die Erfindung von Ottmar Mergenthaler war ja der bahnbrechend, das war sozusagen epochal. Und damit hat er ja dann wirklich auch den Druck revolutioniert und trotzdem im Grunde ist er eigentlich hier nicht so bekannt. Anders übrigens in Amerika, da ist der Name Ottmar Mergenthaler auch heute immer noch ein Begriff. Horst Wagner ist nicht nur profunder Mergenthaler-Experte, er ist als gelernter Schriftsetzer auch in allen Details mit der Bedienung der Linotype und ihrer Funktionsweise vertraut. Außerdem kennt er natürlich die damaligen Verhältnisse und Bedingungen. Die Herstellung einer simplen Zeitung war zu dieser Zeit extrem aufwendig. Da hat man eine Setzerhalle gehabt, praktisch so groß wie eine Industriehalle. Da hat es hunderte von Setzer drin gehabt, um ein Buch und ein Wirtschaftsteil irgendwas herzustellen. Ja, und das war die Erfindung vom Ottmar Mergenthaler, dass er praktisch die Matrize erfunden hat, wo dann praktisch der Guss erfolgt und die ganzen Buchstaben am Stück sind. Deswegen hat es auch damals gleich der erste große Streik gegeben in Amerika, weil die ganzen Handsetzer haben gemeint, sie sind dann arbeitslos. Ottmar Mergenthaler wurde 1854 in diesem originalgetreu nachgebauten Haus in Hachtel geboren. Sein Vater unterrichtete in dem Gebäude als Lehrer. Im Alter von 4 Jahren hat der berühmteste Sohn des Bad Merentheimer Stadtteils seinen Geburtsort dann verlassen. Der Vater wurde dann weiter von Calw nach Enzingen versetzt, wo die heutige Enzinger Quellen her sind. Die Stadt heißt jetzt Vaihingen an der Enz. Und dort hat Ottmar Mergenthaler als 10-Jähriger die Kirchturmuhr, die nicht mehr funktioniert hat, repariert. Sie funktioniert heute noch, ist zwar nicht mehr in Betrieb, aber sie würde heute noch gehen. Also das zeigt das Hachteler Käpsele. 1872 wanderte er mit nur 18 Jahren nach Amerika aus und erlangte dort schließlich weltweite Berühmtheit. Ein Museum im Geburtshaus Mergenthalers in Hachtel erinnert an den genialen Erfinder aus dem Taubertal. Seine beiden älteren Geschwister, die konnten die Realschule besuchen, ihm war das jetzt leider nicht vergönnt. Deswegen hat er sich ja dann entschieden, weil er eigentlich gerne studiert hätte und auch gerne einen technischen Beruf erlernt hätte, dass er dann im Grunde eine Lehre gemacht hat bei seinem Onkel, ja, und hat dann dort die Ausbildung zu Uhrmacher gemacht. Ja. Und ich glaube, das war für ihn eine sehr, sehr prägende Zeit, weil da hat er sein ganzes technisches Verständnis natürlich erlernt. Seine Technik war für nahezu ein Jahrhundert im weltweiten Druck maßgeblich, denn erst mit Beginn des Fotodrucks in den 1980er Jahren wurde die Technik neu revolutioniert. Ottmar Mergenthaler starb 1899 in Baltimore.